Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Rahim, ihr habt richtig gehört, ihr seid hier auf dem krassesten YouTube-Kanal, den es gibt. Alles rund um Musik gibt es hier, Produktion, Mashups, Reactions, alles rund um Musik. Bumm. Fertig. Ja, können wir gehen. Danke. Okay, tschüss. Spaß. Wir sind heute hier, um Dana abzuchecken. Oh, danke. Ja, denn du hast nämlich genau die Farben an, die wir jetzt uns angucken werden, nämlich Black und Pink. Ja. Oha! Ihr könnt sehen, Dana mutiert langsam zum absoluten K-Popler. Ist halt wohl jetzt, wird immer offensichtlicher. Können wir halt nicht anders hier behaupten und verlegen. Ich bin noch nicht ganz so da, aber klamottentechnisch. Ich muss sagen, die Farbe kommt nicht so gut raus. Stimmt, wir sind etwas überbelichtet hier, ne? Ah, wenn du mir Schatten gibst, dann schon eher. Ich könnte natürlich auch einfach die Kamera dunkler machen. Oh, wird es da nicht zu dunkel? Andere Richtung. So. So. Verschwendet das wieder? Ja. Cool. Aber da ist jetzt so ein Flackern im Bild. Ja, okay. Also ist alles live und uncut hier, wie ihr seht. Und wir machen auch gerne Quatsch live. Übrigens live, ich habe heute zweimal live getestet vom Handy aus. Auf YouTube live zu streamen, das war auch lustig und hier vorne hat das dann auch funktioniert, war auch lustig, waren teilweise beim Handy waren über 200 Leute gleichzeitig da und hier dann irgendwie über 130 oder so. Das Video ist auch noch online, ne? Ich habe nicht gelistet. Also das andere auch? Ja. Echt? Ja. Hättest mal lassen können. Ach so. Ich hatte es extra gelassen. Damit da noch ein paar was abgucken können. Weil, Q&As sollen wir machen, kam raus. Machen wir auf jeden Fall noch live. Ja, danke, da ist der nächste. Du bist dabei. Wir werden aber auch noch auf Twitch dann Live-Reactions machen, weil auf YouTube ist das Ganze nicht so geil gestaltet, habe ich leider heute festgestellt. Hier mit Streamlabs OBS dann auf YouTube parallel dann den internen Bereich von YouTube und das ist dann so lang verzögert, auch mit dem Chat. Das sind, wenn ich es in der normalen Einstellung habe, 1 Minute gewesen, fast 2 sogar. Später waren es dann irgendwie 10 Sekunden. Das war noch okay, aber den Chat konnte ich ja nur im Fenster. Egal, das wird schon wieder viel zu viel. Okay, wir kommen heute also zu Blackpink mit Kill This Love Coachella oder wie manche sagen Coachella oder manche sagen Coachella, manche sagen Coachella. Coachella. Und manche sagen Warst du bei Coachella? Coachella? Ja, auf jeden Fall Coachella, Blackpink Kill This Love. Richtig krass, eine K-Pop-Gruppe. Ist es die erste, die bei Coachella war? War BTS schon da? Nee, ich glaube nicht. Kann sein, dass die ersten waren. Da sieht man halt, wo K-Pop mittlerweile angekommen ist und man muss Blackpink das einfach so oder so gönnen und anerkennen und eigentlich sich auch bedanken, weil die sind einfach die Vorreiter sozusagen, die es geschafft haben, jetzt K-Pop auch wirklich mal international zu platzieren und zu zeigen, dass es halt geil ist. Klar gibt es da andere Groups und Bands, die man besser finden kann in der K-Pop-Welt, aber darum geht es nicht. Es geht nur darum zu sagen, ey, es gibt K-Pop und es hat internationales Niveau und Level sowieso schon lange, aber hier seht ihr es und checkt ihr es auch endlich mal und wir sind auf dem krass größten Musikfestival auf der ganzen Welt, auf Coachella, Alter. Ja, was ist ja wichtig, weil es muss immer jemanden geben, der so, sag ich mal, den Weg ebnet und frei macht und so dann auch Massen dazu bringt, sich dafür zu interessieren und sich vielleicht noch weiter umzugucken, auch bei anderen Bands. Richtig. Okay, sollen wir? Ja, ich sehe gerade, meine Kapuze schützt sowieso schon meinen Hals eigentlich, weil ich habe Hals seit 2 Tagen, aber egal. Die haben auch Du gemacht, ne? Aber wir machen jetzt erstmal nur Kill This Love. Wir checken erstmal Kill This Love. Oh, shit. Blackpink in your area. Warte mal. Du bist ja hier, die Fashion ist da. Ich habe ja schon Ariana und Billie Eilish gesehen. Billie Eilish fashionmäßig würde ich wahrscheinlich nicht so antun. Aber Ariana sah sehr nice aus. Die war Ariana ist immer... Aber was sagst du zu den Mädels?
Das ist ja auch nicht ohne. Also jetzt, wo ich Ariana vorher gesehen habe und jetzt die sehe, muss ich sagen, Echt? schon krass, ja. Aber, ja gut, das sind schon so Performance-Outfits, aber Ariana hat halt wirklich so ein Bühnen-Performance-Kostüm. Ja, aber ich wette, die werden gleich viel mehr abgehen und tanzen auf der Bühne als Ariana. Ja. Und Ariana mit dem Ding mit NSYNC, was sie anhatte, sah schon teilweise so aus, das war schon an der Grenze. Man muss ja auch ein Outfit dann haben, wo man sich drin bewegen kann und was auch die Bewegung aushält, ja. Das muss man natürlich alles bedenken. Aber ich finde das gut. Geil. Oha, wie gut sie live ist. Ach, stimmt. What? Wir haben die ja noch gar nicht live gehört. Nein. Oh. Aber ja, da haben jetzt aber auch einige Kommentare gehört, dass es ja die, welche Group war das? Welche Mädels-Group? Die Vocal Queens. Haben wir die nicht schon angeguckt? Ja, Mamamoo. Mamamoo, genau. Aber wir haben nicht den richtigen Song von denen angeblich angeguckt, weil das nicht der stärkste Song war. Das war richtig gemein von euch, weil ihr habt so viele Kommentare geschrieben, dass wir Mamamoo uns anhören sollen und dann den Song von denen und dann haben wir den abgecheckt und dann habt ihr gesagt, ja, nee, das ist ja gar nicht der beste von. Ja, warum schreibt ihr uns das dann? Das war wirklich der meiste. Das war wirklich so oft geschrieben und dann haben wir uns den angehört, ja, da hört man ja gar nicht, wie gut die sind, ihr müsst das und das von denen gucken. Das war jetzt nicht fair für die. Das war so ein Trick, weißt du, damit wir uns die anhören, die cool finden und dann noch einen hören. Ja, super, danke Leute. Ihr veräppelt uns ja auch nur die ganze Zeit, glaube ich. Geil ist, dass ihr alle pinke Mikros haben und dann relativ dunkel der Rest ist, ne? Oh, warte mal. Bitte mal von vorne. Da musste so kurz Luft holen, ne? Oder nee, da ist eine Pause tatsächlich, ne? Ich weiß gerade nicht, ob da eine Textstelle ist. Ich glaube aber nicht. Es wirkt nur so, weil sie schwer atmet, so so tief Luft holt, aber ich glaube, da ist kein Ich glaube, Text. das geht durch. Kann sein, also ja. Dann war es auf jeden Fall zu viel, um da nicht ohne Luft holen. Oh, sie hat im Augeninnenwinkel so ein Glitzersteinchen. Ist halt krass, das sind so zierliche asiatische junge Frauen und dann reißen die hier ab. Das ist so geil, ey. Ja, ich hätte gern so ein paar Amis da gesehen, die gar nichts von K-Pop gehört haben. Dann so, Ja. ey, was geht hier ab? Hätte ich so gerne gesehen. Aber da sind schon einige in der Band, auch Live-Elemente, bin ich mir ganz sicher, die ich da raushöre. Man sieht nicht allzu viel, aber die E-Gitarre ist auf jeden Fall am Start. Hier ein Keyboarder, der 2 Keyboards bedient, wo halt einige verschiedene Sounds drauf sein können. Und hier noch einer. Also da geht schon einiges ab auf jeden Fall. Also die E-Gitarre, die den Chord-Thema spielt, diesen Dude, das ist auf jeden Fall live. Alles andere kann ich nicht so genau definieren. Die Drums müssten eigentlich auch live sein. Hier ist auch ein riesiges Drumset. Guck mal, wie viele Becken hier sind. Ah, Becken, ja.
Ja, jetzt weißt du, was Becken sind, oder? Jetzt weiß es Ich aber musste wirklich. nur noch mal kurz umdenken. Also alle Dinger, die hier auf so langen Stängel draufstehen Ja. und aus Metall sind und oben so ein... Ja. Topfdeckel. Ich weiß schon jetzt. Und die Snare Aber war guck so mal, eine wie viele kleine Becken. Trommel, ne? Ja, guck mal, wie viele Becken das sind. Also normalerweise so ein Standard-Minimum-Drum-Set hat ein Hi-Hat, ja, so. genau, eine Hi-Hat, die aus 2 Becken besteht allerdings. Also eben, Das ist die Hi-Hat. genau, Hi und Hat. Ja, die Hi-Hat, ein Crash und auch ein Ride-Becken ist so ein Minimum-Set. Aber guck mal, was hier alles steht. Also da ist sicher eine Hi-Hat und dann hier eins, da eins, da eins, da eins, da eins Becken, da eins Becken, da eins Becken, da eins Becken. Und auch an Trommeln hier, ne? Da ist einiges dabei. So, also, ja gut. Ja, also heftig. Achso, was ich sagen wollte, sie hatte, glaube ich, kurz Probleme mit ihrem In-Ear-Monitoring. Ja, weil sie ins Ohr packt. In-Ear-Monitoring ist halt, also Monitoring bedeutet, dass man, also abhöre sozusagen, dass man sich selber hört, die Musik hört und so weiter. Da hat man vorne auf der Bühne meistens immer relativ große Speaker auch stehen. Aber zusätzlich, gerade bei großen Auftritten, haben die Künstler spezielle Kopfhörer, sehr speziell auch immer extra auf die Ohren angepasst, sehr teure Dinger, wo die dann das Signal von der Musik und ihrer Stimme direkt aufs Ohr bekommen und vorher bei einem Soundcheck können die dann eben abstimmen, wie die welches Instrument lauter, leiser hören, wie sehr sie sich selber hören und so weiter. Deswegen macht man Soundchecks vorher, also man checkt den Sound. Ich glaube, bei Coachella machen die keine Soundchecks vorher, oder? Wann sollen die das denn machen? Also gerade bei Coachella sollten die Soundchecks machen. Oh. Bei so wichtigen großen Auftritten, die weltweit einfach gesehen und analysiert werden, definitiv. 100%. Weil hier ist nämlich ihre Main Vocal zu hören, aber auch Playback zusätzlich. Ne? Also man hört im Hintergrund noch Stimmen. Also vom Original-Playback die wahrscheinlich Background-Stimmen, die da selber eingesungen haben, habe ich jetzt aber auch bei dem Ariana Grande Coachella-Auftritt und beim Billie Eilish Coachella-Auftritt auch schon erklärt. Das ist gang und gäbe, dass wenn man da in der Originalproduktion oder Studioproduktion da eben die Sachen drin hat, die ganzen Stimmen, die vom selben Artist gesungen wurden, dann lässt man die auch drin. Ja, bei dem Live-Auftritt nur die Main Vocals werden dann halt noch live gesungen. Ja, dieses. Ja, der Drummer. Weißt du den Namen mittlerweile? Ja, klar, schon die ganze Zeit. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, also... Soll ich es dir nochmal erklären? Nee, Jenny... Das ist doch Jenny? Ja. Jenny und Thailänderin? Lisa, genau. Sind ja so meine Favoriten so, muss ich sagen. Ich habe noch keinen festen Bias bei Blackpink. Ich kann zwischen den beiden echt nicht, weiß ich nicht. Meine ist Jenny und wie heißt es dann? Bias Wrecker wäre dann, glaube ich, Lisa auch. Wobei gerade jetzt bei dem Auftritt finde ich, Rose. Oder Rosie, ich check's immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Die fand ich gerade richtig krass. War auch krass, ja. Da habe ich so ganz kurz einen Moment Gänsehaut bekommen. Hey, aber ich finde sie halt auch mega hübsch, ne? Ja, die hat halt auch mega die Attitude mit ihrem Rap dann auch und wie sie tanzt und sich bewegt und so voll Vroom.
Also die singen wirklich, da ist komplett Playback drunter, wo die dann aber nochmal drüber singen. So. Es ist dann aber, ist halt auch schwierig, ehrlich gesagt, weil man dann halt die Original- oder die studioproduzierten Töne hört, die vielleicht teilweise korrigiert wurden und gerade gezogen. Und da dann nochmal live drüber zu singen, da fällt es dann, wenn du die eine quasi perfekt getunte Stimme hast, da dann mit deiner echten Stimme drüber zu singen, da fallen dann die nicht passenden Töne sogar doppelt so krass auf. Aber man muss sagen, da sind kaum welche gerade live. Also das normalerweise wird man das super krass hören, ja. Aber das ist wirklich ganz, ganz minimal mal so ein Quäntchen nebendran so. Aber ey, heftig. Das mit dem Tanzen. Also ich weiß, die Vocal Queens sind laut euren Kommentaren und Aussagen die Mamamoos. Aber jetzt gerade von Blackpink höre ich nichts anderes. Also kann sein, dass Mamamoo stärker ist, werden wir auf jeden Fall auch abchecken. Aber die sind ja auch ja, gut, Weltklasse. Ein geiler Fotograf da hinten. Mit der Maske. Von dem ganzen Sand. Boah. Das muss so krass live gewesen sein. Boah, geiler Move, Alter. Richtig geiler Move. Richtig geil. Das muss live richtig krass, wenn das in diese Halftime reingeht und dann diese Brass-Section so und du stehst da, Alter, das muss so krass. Und die Drums sind live, ey, das muss so ballern. Klar, da sind so ein paar Drum-Samples zwischendrin, die getriggert werden, also mit einem Drumpad und so. Aber trotzdem, Alter, das ist so krass. Der Move jetzt. Warte. Boah, ich krieg grad richtig Gänsehaut. Geil, heftig, mit den ganzen Tänzerinnen jetzt noch zusätzlich. Mega geil. Übrigens halte ich oft an, wenn es euch zu oft ist, dann willkommen auf meinem Kanal. Ich sag's jedes Mal. Gewöhnt euch dran. Ja, es hat einfach mit den Copyright-Claims zu tun hier auf YouTube und aber auch mit meinen super deepen Analysen. Dafür muss ich oft anhalten. Dafür lernt ihr aber auch was. Oh. Auch geil, wie am Ende hier die Instrumente dann noch genau die Gesangsmelodie spielen. Wobei die letzten zwei Töne nicht, aber die ersten noch. Nice! Das ist schon mal eine Ansage hier, Leute. Richtig krass. Hey, wenn ihr was dazugelernt habt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Vergesst nicht, Dana auch zu abonnieren, denn sie baut gerade ihren eigenen YouTube-Kanal auf. Weil, ja. Warum nicht? Warum nicht? Nee, sie ist ja gelernte, studierte Fashionista. Ja, auf jeden Fall Mode, aber auch Beauty, Alter, da hat sie richtig krass drauf, schon immer beschäftigt sie sich damit und das auf einem Level, ja, das können sich der eine oder andere noch was von abschminken. Dafür habe ich sogar ein Abo bekommen, vielen Dank, du bist dabei, du verstehst meine Witze noch. Ja, genau, und sie arbeitet gerade an dem Kanal, die Lichter sind auch schon da, das Setup steht schon so halb, also ich denke, so langsam im Laufe... Demnächst kann es doch schon losgehen. Also wir sind auf jeden Fall mit Hochdruck dran, dass das auch langsam läuft. Bin ich gespannt, wer dann meine Videos noch weitermacht. Auch noch ich. Aha, okay, mal sehen, ob das funktioniert. Ansonsten spammt sie noch weiterhin zu. Ein paar DMs auf Instagram gehen auf jeden Fall, dass sie da das Ding endlich mal umsetzen soll. Es dauert ja viel zu lange. Alter, kann ja gar nicht sein. Ansonsten dürft ihr mich... gut werden. Ihr dürft mich natürlich auch noch... habe ich das in dem Video schon gesagt? Ich habe schon gesagt, dass ich in dem Video, mit den 100.000? Nee, hier noch nicht jetzt. Folgendes.
ich habe mir jetzt aufgeschrieben, 100.000 ist das große Ziel, wo ich castingmäßig jemanden aussuchen werde. 100.000 bei Instagram. Bei Instagram. 100.000 bei Instagram. Ich weiß, wir sind erst bei 11.000. Das ist natürlich ein großer Unterschied, aber es geht ja quasi jetzt schon los. Das große Ziel ist 100.000 und es wird ein großes Casting gemacht. Ich habe es jetzt erst als Casting bezeichnet. Vorher habe ich es nicht so als Casting gesehen, aber im Endeffekt ist es das. Und zwar möchte ich eine Verlosung machen, in dem einer von euch mit einem musikalischen Talent, vielleicht sogar am liebsten Gesang, also ich habe da eigentlich im Schwerpunkt schon Gesang gehabt, darf natürlich auch Rap sein, Rap und Gesang, jemanden da zu produzieren, also hier tatsächlich nicht nur mal so ein Tag-Session, sondern wirklich einen ganzen Song zu produzieren, in Kooperation eben mit mir. Ich kann da natürlich auch einiges vorlegen, je nachdem, wie musikalisch derjenige ist, was er alles mitbringt. Das können auch Singer-Songwriter sein, die ja schon so ein bisschen da was vorgeschrieben haben oder sonst irgendwas und man arbeitet das aus. Ich dachte nämlich, ich will eine Verlosung machen mit einem geilen Mehrwert für alle, auch für die Community, denn einfach nur ein Fernseher, Playstation, Staubsauger oder noch einen weiteren Sexspielzeug-Toy. Könnt ihr euch auf einem anderen Kanal holen. Könnt ihr euch einen anderen Kanal gewinnen und holen, aber hier eine komplette Musikproduktion, ja, für einen von euch. Das ist doch mal krass, ja. Das zu machen und das wirklich auch so castingmäßig hier aufzubauen, das wird alles im Laufe der Zeit natürlich noch genauer ausgeplant und hier stattfinden. Habe ich mir jetzt einfach so einen Kopf gesetzt. Ich habe in einem anderen Video schon gesagt, es geht eigentlich immer nur darum, eine Idee zu haben und dann am Ende irgendwie zum Produkt zu kommen. Wie ich das genau mache, überlege ich mir noch mit Dana zusammen, denn du wirst mir auch dabei helfen. Vielleicht machen wir auch echt so ein Jury-Ding mäßig, da wo du dann auch drin sitzen wirst als Fashionista und Beauty-Madame. Aber dann eben noch jemand anderen aus der Musikbranche, vielleicht sogar schon jemand Bekanntes oder eben jemand mit einem gewissen anderen Talent in der Musik. Auf jeden Fall jemand Bekanntes. Doch, ich denke auch. Ja, auf jeden Fall wird das geschehen und dann wird da jemand ausgesucht. Das wird dann auf jeden Fall umgesetzt, wenn wir bei 100.000 sind Instagram-Followern, die ganze Produktion. Und ich habe sogar vorhin noch überlegt, ob man dann sogar noch eine Videoproduktion auch noch macht. Video? Ja, weil... Ja, ich meine, du weißt ja, wir haben ja schon einige Musikvideos gemacht. Ja. Auch unter anderem auf Island zum Beispiel. Das war ein Riesending. Auch ein riesen Kostending. Ist aber auch ein sehr fettes Video geworden unter anderem. Also so, das haben wir hier auch schon gemacht, dann mit Campera Media, also meine Agentur, ist hier natürlich auch, sind Labelstrukturen auch da. Also, ne, wir sind hier vollkommen ausgestattet. Ja, ich glaube, das wäre geil. Also hier auf YouTube habe ich das auch noch nicht gesehen, dass es so etwas gibt wie ein ernsthaftes Musikcasting. Und ich glaube, ich rufe das jetzt einfach mal so ins Leben. Ja. Und lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet, wie ihr das finden würdet, ob ihr da interessiert seid. Ich spinne das Ganze einfach von Video zu Video einfach mal weiter und von Tag zu Tag. Und irgendwann wird es dann soweit sein. Aber ich habe mir wirklich als großes Ziel definitiv die 100.000 auf Instagram gesetzt. Einfach weil das so als Indikator gut zu sehen ist, dass man Welle macht. Ja? Ja. Weil es geht ja auch darum, Reichweite zu haben, um eine gewisse Welle zu machen und zu zeigen, ey Leute, hier ist die geilste Community, also an alle anderen, die nicht in der Community sind, hier ist die geilste Community, ihr müsst alle hierher kommen, gucken, was wir machen. Wir verlosen nicht einfach irgendein Drecksspielzeug, Fernseher, Handys und sonst irgendwas, Tonschuhe, sondern, Alter, hier wird eine komplette Karriere verlost. Ja? Das kann ja ein Karrierestart sein oder vielleicht ein Comeback oder mal einen Schritt weiter. Hier eine Produktion zu machen mit einem Musikvideo und so, das ist doch geil. Voll. Ja, und vor allen Dingen auch das geile Mehrwert für die ganze Community ist auch, dass die dann alle diesen Song feiern und pushen können. Derjenige, der dann gewonnen hat, weil es einer aus der Community ist. Und da kann man dann sicherlich dann auch in den nächsten Schritten dann nochmal mit ein paar mehr Leuten das machen oder, ne, da kann man ja einiges machen. Also, das, der nächste, 23.700. Ey, diese Woche, meinst du, schaffen wir noch die 25.000? Diese Woche müssen die 25.000 geknackt werden. Genau, und nochmal zum Indikator. Ich glaube nämlich, wenn hier, ihr seht ja, Instagram ist so ungefähr die Hälfte von dem, was auf YouTube ist. Das heißt, wenn wir 100.000, ist jetzt so in meinem, sag ich mal, imaginären, ja, es ist schon nach 1 Uhr nachts. Ihr wisst Bescheid, alle, die schon das Live-Video vorhin gesehen haben, wissen Bescheid, dass wir spät angefangen haben. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was auf YouTube abgeht. Fast genau sogar.
dass, wenn so als Indikator, wenn hier über 100.000 sind, dass es gut sein kann, dass wir auf YouTube dann vielleicht sogar schon definitiv über die 100.000 sind, vielleicht sogar über die 200.000, je nachdem, wie stark ihr da mitmacht und das Ganze spreadet und verteilt, weil es liegt im Endeffekt an euch. Ja, ich mache meine Arbeit weiterhin so, wie ich sie mache. Ich bleibe hier im Studio und am Boden und humble und wir arbeiten uns hier den Arsch ab wie sonst was. Und es werden natürlich auch noch andere coole Videos dazukommen und so weiter, aber es liegt im Endeffekt an euch, wie vielen Leuten ihr erzählt und wie vielen Leuten ihr davon überzeugen könnt, dass sie diesen Kanal abonnieren sollen und auch auf Instagram abonnieren sollen. Wenn das nämlich so, stellt euch vor, der Kanal hat 200.000 und wir machen echt so eine Art YouTube-Musikcasting, das wird schon Welle schlagen. Da werden einige Leute dann noch dazukommen und das Geile ist ja, wenn dann einer da gecastet wird, das gewinnt, dass derjenige direkt auch gleichzeitig eine Plattform hat, wo er einfach Reichweite dann auch hat und er dann richtig gepusht und gezeigt wird, also derjenige, der dann gewinnt. Das ist ja mega geil. Aber das ist halt volles Community-Ding, deswegen, das ist wirklich nur jetzt so meine Idee und so meine Vision, die ich jetzt so habe für dieses Jahr. Das kriegen wir dieses Jahr hin, bin ich mir sicher. Ja, glaube ich auch. Das kriegen wir dieses Jahr hin, ja. Wir sind ja noch nicht ganz bei der Hälfte angelangt, aber das kriegen wir dieses Jahr noch hin, da bin ich mir sehr, sehr sicher mit euch, denn so wie die Zahlen momentan hier abgehen und ihr seht, wir haben Bock und so wie ihr abgeht, bin ich mir auch sicher, dass ihr Bock habt. Ansonsten, genau, erzählt es euren Freunden, Muttis, Opis, Omis und Geschwistern, Cousinen, Cousins. Ich hatte auch letztens einen Papa, der mir da geschrieben hat, das war richtig süß, dass er abends mit seinen Mädels, so Grüße gehen raus, ich habe seinen Namen jetzt, hat er seinen Namen drunter geschrieben? Ja, der war mit Namen angemeldet. Nee. Doch, ich glaube, was mit H. Auf jeden Fall Grüße gehen raus. Er weiß sicherlich Jahrgang 65, genau. Grüße gehen raus. Er guckt immer abends mit seinen Mädels meine Analysen oder unsere Analysen. Das ist halt auch richtig geil. Das ist eine Bestätigung ohne Ende. Und das freut uns wirklich so, so sehr, weil dafür machen wir das im Endeffekt. Wir waren uns am Anfang auch unsicher, ich vor allen Dingen, ob ich das überhaupt machen soll, weil es ist auch mal das Ding, ich will nicht. Man stellt sich ja irgendwie dann so dahin, von wegen, ja, ich bin jetzt hier der Große, der alles weiß. Ist definitiv nicht der Fall. Ich weiß nicht alles. Auf gar keinen Fall. Aber schon viel. Ja, und zumindest höre ich vielleicht anders, als einige hier hören. Ja, das ist dann schon allein der Mehrwert, den ich euch da geben kann. Deswegen sage ich auch jedes Mal, ich leihe euch meine Ohren. Weil im Endeffekt ist es irgendwie so. Und klar ist da auch eine gewisse Expertise dann noch dabei. Aber es gibt Leute, die eben vielleicht speziell nur das eine machen, wie eben Mixing oder sowas, und das seit 10 Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren, die werden dann natürlich noch krasser sein als ich, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, wäre schade, aber da gibt es sicher einige, die. Meine Expertise ist das gesamte Produkt, die ganze Produktion, wirklich von A bis Z, selbst wenn es von Talenten raussuchen bis hin zu Komposition, Recording, Texte schreiben, ja, es sind so viele Punkte, ich muss erstmal tief Luft holen. Dana weiß es ist wirklich von A bis Z und selbst Musikvideos habe ich selber schon konzeptioniert, DOP gemacht, umgesetzt, habe selber sogar schon Musikvideos geschnitten, Alter, weil das am Ende irgendwie nicht geklappt hat, gedreht und so, also alles, bei Grafiken dabei, also es ist wirklich von A bis Z, bin ich da vollkommen am Start und ich glaube, das reicht dann auch langsam, denn, fuck, ich habe vergessen. Oh, das muss man auspiepen. Ich habe vergessen, dass Sarugan das wahrscheinlich auch wieder übersetzt. Sorry, Grüße gehen raus. Du kannst Danke. Das letzte Mal war nicht schlecht. Und du kannst den Endteil, lass den Endteil. Oh, das hört er dann wahrscheinlich nicht mehr. Lass den Endteil raus. Ja, das am Ende, das interessiert die Englischsprachigen ja wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht schon. Ich danke dir, Sarugan. Ich lade dich diese Woche noch zum Essen ein. Sarugan ist übrigens ein Zuschauer zum Beispiel von uns. Hier aus der Community, der sich hier aufopfert, muss man sagen, die ganzen K-Pop-Videos zu übersetzen direkt auf Englisch. Krass, oder? Er hat schon so viele gemacht. Es war noch eine andere Dame dabei, die auch schon ein Video übersetzt hat, aber Sarugan hat jetzt irgendwie 4 oder 5 Videos schon gemacht. Ich glaube schon mehr. Und selbst die K-Pop-Liste co-moderiert er hier und schreibt hier alles rein und also er hat die ganze Tabelle im Endeffekt angelegt. Ja, also krasseste Community, deswegen, ich bin mit Leuten da wirklich eng in Kontakt mit Sarugan, dann will ich mich eben auch noch treffen, die Tage dann, muss ich ihm auch noch schreiben, dass ich das eigentlich diese Woche mit ihm vorhatte, wenn
keine Termine mehr anstehen, aber ja, wie ihr seht, ist immer irgendwas los. Aber kriegen wir hin und ihr wisst Bescheid und Dana und Abo und keine Ahnung, Ende.